Hallo, ich bin Tim von Robaus. Planung. Bei dem Wort bekommen viele im Bau direkt Gänsehaut. Und ganz ehrlich, ich verstehe es. In unserer Branche gibt es einfach so viele Dinge, die du nicht steuern kannst. Du willst was an der Fassade montieren, aber draußen schüttet es wie aus Eimern. Da stellst du sicher keine Leiter mehr auf. Also heißt es umplanen. Und das ist der Alltag. Und genau das hören wir auch von unseren Kunden. Planung ist etwas, was sich ständig verändert. Heute so, morgen anders und oft sogar noch am selben Tag. Deshalb brauchst du ein System, das genauso flexibel ist wie dein Alltag. In Robaus haben wir dafür Plantafeln gebaut. Links siehst du deine Mitarbeiter oder auch feste Teams, wenn ihr in Kolonnen arbeitet. Und rechts kannst du Aufgaben ganz einfach zuweisen. Drag und Drop, Tag für Tag. Zum Beispiel Donnerstag, 12. Juni. Da kannst du direkt mehrere Mitarbeiter Aufgaben an verschiedenen Orten einplanen, hintereinander oder parallel. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, kein Problem, dann ziehst du den Auftrag einfach rüber auf einen anderen Tag oder gibst ihn einen anderen Arbeiter. So bleibt alles flexibel, aber trotzdem klar organisiert. Aber mal ehrlich, Planung heißt nicht nur, Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu schicken. Da steckt mehr dahinter. Öffnest du einen Planungsantrag, kannst du ihm einen Titel geben, logisch, aber du kannst ihm auch direkt ein Projekt zuordnen. Dann landen auch die Kundendaten automatisch mit in der Planung. Und natürlich kannst du gleich festlegen, wer es machen soll und was er oder sie dafür braucht. Denn nicht alles, was du brauchst, ist unbegrenzt da. Baukräne, Gerüste, Hubsteiger, das habt ihr meist nicht in 10-facher Ausführung auf Lager. Deshalb erstellt Robaus im Hintergrund automatisch eine Geräteplanung. So siehst du genau, die Betonpumpe ist 2 Tage auf der Baustelle A, der Trennschleifer war am Montag bei Projekt B, der Transporter steht diese Woche in C. Du hast also immer den Überblick, wo welches Gerät gerade ist. Und wenn mal was kaputt geht, dann siehst du sofort, wer es zuletzt benutzt hat. Und was mit Doppelbuchungen? Passiert öfter, als man denkt. Du hast zum Beispiel nur einen Kran, aber der steht plötzlich auf 2 Baustellen gleichzeitig. Dann weißt du, entweder musst du umplanen oder einen zweiten Kran besorgen. Je nachdem, wie du organisiert bist oder organisiert sein willst. Möchtest du wissen, wie du noch mehr aus der Planung rausholen kannst? Dann melde dich gern bei uns oder klick dich direkt ins nächste Video. Da zeigen wir dir, wie du mit Robaus noch effizienter arbeitest.